Ich persönlich will, dass die Leute, die meine Musik hören, ego-geboostet sind. Wenn der Beat angeht und ich meine Emotionen zeigen möchte und sagen möchte, wie es mir geht und wie ich mich fühle und so weiter, dann mache ich da auch keinen Stopp. Ich hatte Todesangst, ich dachte, ich sterbe. Ich habe jetzt nicht ein Rezept. Du kannst es nur schaffen, wenn du dein Leben dafür aufgibst. Ich habe meine ganze Zukunft aufs Spiel gesetzt. Mein erster Gast hat als YouTuber angefangen. Mittlerweile hat er sich aber einen festen Platz in der Deutschrap-Szene erarbeitet. Ich bin sehr froh, ihn heute hier bei uns im Basement Café begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Lil Lano. Mein zweiter Gast hat die Trap-Szene maßgeblich mit beeinflusst. Gemeinsam mit seiner Crew Checkmate hat er einen der lukrativsten Newcomer-Deals der Deutschrap-Geschichte an Land gezogen. Ich bin sehr froh, dass er heute hier im Basement Café ist. Herzlich willkommen, Negativ OG. Herzlich willkommen im Basement Café. Freut mich sehr, dass ihr beide da seid. Was geht ab? Alles gut bei euch? Yes, Ja, Sir. Mann. Kennt ihr euch? Ja, wir kennen uns schon. Woher? Seit 2017 oder so eigentlich Ja. schon, 2018. Ja, ich habe ja so mein YouTube-Stuff gemacht damals und er hatte das geahnt und hat mich angeschrieben und hat gesehen, so ey krass, was der macht und so. Und ich kannte ihn auch schon von seiner Musik, weil er ist auch schon richtig lange aktiv. So. Ja. Und ich bin auch Low-Key-Fan immer gewesen. Ja. Und ja, haben wir uns schon direkt connected. Aber ich glaube, wir haben uns erst letztes Jahr auf dem Hype-Festival das erste Mal wirklich face-to-face gesehen. Ja. Alles klar, das heißt, ihr versteht euch auf jeden Fall, könnt entspannt ein paar Filme gucken. Wisst ihr denn, was auf euch zukommt jetzt? Habt ihr eine Ungefähr Vorstellung? So ein ein bisschen. Ja, wir schauen uns ein paar Filme an und erzählen ein bisschen was aus unserem Leben dazu. Genau, so machen wir das. Guckt ihr viele Filme? Habt ihr Zeit, Filme zu gucken oder seid ihr zu busy? Seit neuestem schon. Wieso? Was ist passiert? Nee, ach, Musik-Lifestyle, Rapper-Lifestyle. Ja, man hat ja ausgesorgt. Schön nachdenken. Dann gucken wir uns den ersten Film an, würde ich sagen. Ihr könnt mit den Stühlen, jetzt dürft ihr euch drehen, einmal Yes. zur Leinwand. Siehst du? Ich werde ein Profi. Ein Profi. Oh, Kennst du? tja. Also ich weiß nicht so recht. Du wirst wahrscheinlich so gut wie ich früher war. So läuft das meistens und ich war bloß unterer Durchschnitt. Das heißt, du wirst es unterm Strich auch nicht so weit bringen. Also wirklich, du hast sicher viele andere Talente, nur das nicht. Ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden? Verstanden. Okay. Hey. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Wie war das bei euch, als ihr das erste Mal laut ausgesprochen habt, dass ihr Musik machen wollt, dass ihr Rapper werden wollt? Gab es da auch so Leute, die euch sagen wollten oder einreden wollten, dass ihr es nicht könntet? Dass ihr es Ja. besser nicht machen sollt? Klar, gibt's doch immer. Auf jeden Fall. Was waren das für Menschen? Familie, Freunde? Freunde oder zumindest jetzt keine engen Freunde, aber Leute, denen man halt die Musik am Anfang gezeigt hat, so, mit denen man halbwegs cool war. So, es gibt halt viele Leute, die daran zweifeln, oder die dich belächeln dafür, so, ja, mach mal so, aber die sich innerlich denken, so, wird eh nichts. Wir sind noch die Ersten, die dann wieder ankommen. Ist es so? Ich finde, ja, also bei mir auf jeden Fall, ja klar. Auch Freunde dann von dir? Freunde. Wie war das für dich, als sie dann wieder ankamen? Was war das für ein Gefühl? Also man hat es ja immer gehört so von anderen Leuten, so, dass das immer so passiert, so, dass die Leute dann immer wieder ankommen und so. Aber wenn man das dann selber merkt, ist jetzt natürlich erstmal so auch ein Gefühl von Erfolg, aber auch irgendwie traurig, ne, dass das so ist, dass Menschen so ticken. Hat das denn irgendwas, also hat das euch in irgendeiner Form beeinflusst? Ihr habt offensichtlich weitergemacht und seid jetzt heute hier, aber hat das in euch irgendwelche Zweifel? Nein, das war mir immer egal. Also ich habe 2014 angefangen auf Beats zu freestylen und 2015 habe ich dann die ersten
Tracks aufgenommen, noch mit Sony Vegas. Also wirklich in Sony Vegas aufgenommen, Musik. Und nee, es war mir eigentlich schon immer egal, weil ich wusste, dass das ist, was ich machen wollte, seitdem schon. Und einfach durchgezogen. Es war mir immer egal. Familie, wie war das da? Ja, Digga, immer dieses, ja, Digga, mach doch mal Ausbildung, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und ich habe jetzt nicht unbedingt gesagt, dass ich Rapper werde, aber ich meinte mal, ich werde reich. Du hast ja zuerst auch mit YouTube angefangen. Ja, genau. Wie kam die Idee? Die Idee, mit YouTube anzufangen? Also war das einfach erstmal nur ein Spaß? Oder nö, ich war auch immer Konsument. Ich habe so Videos geguckt und so von Alberto damals und so, aus Hamburg. Und ja, hat man immer so gefeiert und so. So Musik war ich auch immer richtig drin, nur ich habe selber irgendwie nie so richtig, weiß nicht, so das Selbstbewusstsein erstmal gehabt, so Musik zu machen. Aber irgendwann dann, als immer alles Mögliche nicht geklappt hat, und ich habe ja auf YouTube wirklich alles durch, wirklich alles. Wenn man auch sucht, wird man auch fündig, sollte man auch lassen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ey, okay, fuck, ich mache jetzt Lilano. In dem Film ist es ja der Vater, der zuerst ihm das ein bisschen ausreden will, weil er eben von sich auf seinen Sohn schließt, dann am Ende aber doch irgendwie noch den Turnaround hinbekommt. Du sagst in einem Video auf YouTube, was ich mir angeguckt habe, dass du deinen eigenen Vater gar nicht als Vater bezeichnest, sondern nur als Erzeuger. Kannst du das erklären? Willst du das erklären, warum das so ist? Ja, true. Also halt, weil, keine Ahnung, wenn der halt nur so ein Viertel von deinem Leben irgendwie da war und sonst sich irgendwie auch nicht wirklich gekümmert hat, so was soll denn das sein? Das ist doch kein Vater. Dann hat er das auch nicht verdient, meiner Meinung nach, so auch genannt zu werden. Hat das auf dich irgendwie, natürlich hat das einen Einfluss auf dich gehabt, aber spiegelt sich das auch in deiner Musik jetzt wieder? Auch die Art und Weise, wie du rappst, wie du Musik machst? Dass ich keinen Kontakt mit meinem Vater habe. Ja, dieses verlassen werden, alleingelassen werden, im Stich gelassen werden. Ja, durchaus auf jeden Fall. Halt am Anfang bei der ersten Musik nicht so, weil das war ja so ein bisschen andere Musik und so, aber jetzt wo immer mehr, wo man so zu sich findet und so, klar hat das auch Einflüsse und das verarbeite ich auch an meiner Musik schon. Kennst du solche Struggles auch? Ja, ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen auch. Das heißt, also ich bin mit meiner Mutter zu meinen Großeltern gezogen, als meine Großmutter eine Hirnblutung hatte und meine Mutter sich um sie kümmern musste. Und mein Vater war auch meine ganze Kindheit und so nicht da. Ich habe, wenn dann meinen Vater besucht, also ich hatte trotzdem kein wirklich schlechtes Verhältnis zu meinem Vater. Aber ich wusste, ich war auch zu klein, um zu verstehen, was da überhaupt Sache ist und warum es so ist, wie es ist. So, jetzt weiß ich's. Aber das hat mich nie aufgehalten. Also es hat mich, wenn dann, keine Ahnung, so in meinem Leben so beeinflusst, dass, keine Ahnung, wenn du ohne Vater aufwächst, dann bist du halt eher so rebellisch und machst, was du willst. Und ich glaube, das hat einfach dazu beigetragen, dass ich noch mehr wollte. Aber wenn ich mit meinem Vater geredet habe, dann hat er mich auch immer unterstützt so, und hat gesagt, so, egal was du machst, ich glaub daran, dass du damit erfolgreich sein wirst. Und ich wusste auch schon genauso wie er ganz früh, dass ich dieses normale Leben nicht kann und mir auch von niemandem was sagen lassen werde. Was ist das mit diesem, also das normale Leben, was ist das für euch? Was wäre das gewesen? Warum 9 to 5 arbeiten gehen, Ausbildung, irgendwo im Büro sitzen, Metzgerlehre, Koch, keine Ahnung, schieß mich tot, diese Sachen halt. Ja. Kann ich halt nichts mit anfangen. War in der Schule die letzten 3 Jahre nie da. Ich habe meine schulische Ausbildung verkackt. Ich war da 3 Jahre. Bin einmal sitzen geblieben, hab's am Ende doch nicht, also trotzdem nicht bestanden. Es war mir einfach egal, weil ich einfach sowieso keine Lust hatte auf das, was danach kommt. Und ich schon da einfach wusste, dass ich nicht dieses 9-to-5-Leben haben will oder einfach irgendwo angestellt sein will. Und mir war auch egal, es war für mich immer entweder es klappt mit Rap oder es klappt halt nicht. Und wenn es nicht klappt, ist mir egal, was aus mir wird. Was heißt das? Also was hättest du dann gemacht? Vielleicht, keine Ahnung, Aral an der Tankstelle. Was weiß ich so. Es gab für mich nie die Option, dass es nicht klappt. So, ich war schon immer so, dass wenn mich irgendwas interessiert hat, ich das durchgezogen habe. Und wenn ich es durchgezogen habe, war ich auch eigentlich immer erfolgreich damit. Ja, same. Es gab noch nicht so viele Sachen, die mich interessiert haben. Ja, was waren denn das? Also ein paar Dinge gab es ja offensichtlich schon. Ja. Was hätte es noch für Optionen gegeben, außer Musik? Ach so, nee, aber generell auch so hobbymäßig oder so, wenn man mal so Fußball machen wollte oder so, dann war man darin dann schon ganz gut, weil das hat dann Spaß gemacht oder so. Aber so jobtechnisch hat mich, glaube ich, auch noch nie irgendwas wirklich gecatcht. Du hast in diesem Video, was ich eben angesprochen hatte, auch erzählt, dass du hast ja ADHS und bist, du meintest, du bist immer aufgefallen schon und wenn du einen Raum betreten hast,
dann warst du direkt im Mittelpunkt und wolltest dich eigentlich irgendwie so ein bisschen immer verstecken. Und jetzt, wenn man dich heute anschaut, irgendwie mit Tattoos im Gesicht, ist es gefühlt das Gegenteil, weil natürlich fällt man dann direkt auf. Kannst du das erklären, warum du dich dazu entschieden hast, das zu machen? Also man feiert es schon, aber irgendwo fuckt es halt auch ab. Aber das gehört halt irgendwie dazu, dass halt auch der Preis, den man zahlt dann für dieses Leben. Braucht man das, um erfolgreich zu sein jetzt im Rap-Business? So ein bisschen auch Image, ein bisschen auch Look und Auffallen? Ja, klar. Denke ich auch. Ja. Was hast du da eigentlich bei dir steht? Da steht Blut in blauer Schrift. Das steht für meine Familie, weil meine Familie war vor ein paar Generationen mal adelig im Mittelalter. Und man sagt ja, Adlige haben blaues Blut. Und deswegen, es steht aber eigentlich nur für Familie. Es ist jetzt nicht wegen dem Adelsding oder so. Das ist ja auch heutzutage nicht mehr relevant. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film. Schauen wir uns die zweite Szene an. Sie kaufen das Gekleckse doch nicht etwa für 30.000 €. Ist doch völlig absurd. Nein, so viel bezahlt man am Markt. Da hat irgendein Typ Nasenbluten und verlangt dafür 30.000 €? Sagen Sie, Dries, warum interessieren sich die Leute Ihrer Meinung nach für Kunst? Keine Ahnung, weil es ein Geschäft ist vielleicht. Nein, weil es die einzige Spur ist, die unser Dasein auf der Erde hinterlässt. Schwachsinn, Philipp. Für 50 € gehe ich in den Baumarkt und zeige Ihnen, welche Spur mein Dasein hinterlässt. Ich pack noch Blau drauf, wenn Sie wollen. Das ist witzig, oder? Ich blödel rum. Das soll ein Witz sein. Ja, ein Mörderwitz. Ein Witz? Aha. Ein echter Brüller, hä? Ganz fantastischer Witz, ja. Entschuldigung, ich habe mich geirrt, was den Preis angeht. Sag ich doch. Ja, es sind 41.500 €. Ich kaufe es. Ach was. Kennt ihr den Film? Nee. Ziemlich beste Freunde? Ja, mal ich kenne den, gesehen? aber ja, ist bestimmt schon lange her, wo ich den mal gesehen habe. Wenn ich ihn überhaupt ganz gesehen habe, keine Ahnung. Es geht ja so ein bisschen um die Frage, was ist Kunst, wer bestimmt, was Kunst wert ist. Findet ihr, dass eure Kunst genug wertgeschätzt wird? Du zuerst. Gibt's überhaupt genug? Also, sky is the limit, so. Kann gerne mehr sein. Mehr geht immer, ne? Ja. Du hast doch gerade so einen krassen Deal unterschrieben mit deinem Label, ne? Ja, Erzähl mal kurz, was war das für ein Deal? das war ein Deal für Checkmate Collective, also mein eigenes Label und für mich und für die Künstler dort, die bei uns unterschrieben sind. Und ja, wir haben ein ganzes Produktionsteam und alles, die jetzt alle Gehälter bekommen und all sowas. Und die Summe war? Über 900.000. Und würdest du sagen, das ist eine Summe, die auf jeden Fall euren Wert widerspiegelt als Kollektiv? Oder ist das ein guter Anfang? Das ist ein Wert, für den man in die Zukunft geblickt hat und sich ausmalt, dass das ist, was erreicht werden kann, wenn man an der Sache weiterarbeitet. Und ich denke auch nicht, dass das Unter- oder Überwert ist. Es wird sich zeigen, wie die Leute das aufnehmen, aber ich mache mir keine Sorgen. Wofür macht ihr denn eure Kunst eigentlich? Also was motiviert euch? Ich persönlich will, dass die Leute, die meine Musik hören, ego-geboostet sind. Dass mich hat viel die Musik in meiner Jugend beeinflusst, die ich gehört habe, hat mich selbstbewusster gemacht. Was war das? Das war hauptsächlich US-Rap. Hat angefangen mit A$AP Rocky, Live Love 2011. Dann kam Juicy J, Wiz Khalifa. Da hat auch das Kiffen und solche Geschichten angefangen und dieser ganze Lifestyle. Und ja, für mich geht es eigentlich nur darum, dass die Leute selbstbewusster werden, wenn sie das hören. Da geht es für mich nur um das Gefühl, was ich den Leuten vermittle, wenn sie es hören. Nicht großartig um die Message oder irgendwie sowas. Hast du das Gefühl, dass die Generation, dass die das braucht, dass die diesen Ego-Boost braucht? Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die das brauchen. Ja. Ich glaube, viele Leute, die einfach, keine Ahnung, also es kann schon viel verändern, es kann viel in deiner Denkweise verändern und ich denke, dass viele Leute das auch brauchen oder das auch haben sollten. So, wenn du den ganzen Tag positive, ego-boostende Musik hörst, dann wirst du irgendwann ein selbstbewusster Charakter, so, dem egal ist, was Leute über ihn denken, sowas bei mir und ich denke, dass es Leute genauso beeinflusst, wenn sie meine Musik hören. du hast ja mal gesagt, dass du nicht als Rapper, sondern als Musiker bezeichnet werden willst, weil dich das sonst so eingrenzt und du dich auch einfach ein bisschen kreativ ausleben möchtest. Ist Musik für dich auch so eine Art Selbsttherapie, wo du dich einfach mal, wo du all das, was dir auf der Seele liegt, einfach mal rauslassen kannst? Oder für wen oder für was machst du es? Ja, tatsächlich ist es Selbsttherapie. Krass. Vor allem meine letzten Songs und das, was ich aktuell im Studio mache und so, ist viel, was ich mir einfach von der Seele rede. So.
Du hattest ja eben auch, als ich gefragt hatte, was ihr so für Filme guckt, ob ihr Zeit habt dafür, meintest du, nee, Moment, ich habe genug mit mir selbst zu tun. Was ist das? Ja, viel Dinge, die einfach letztes Jahr passiert sind und Anfang dieses Jahres so, mit denen man halt klarkommen muss und die auch zu diesem Leben dazugehören. Aber willst du nicht genauer drüber reden? Menschen kommen und Menschen gehen und ich würde sagen, das beschreibt es eigentlich am allerbesten. Ich kann mir das ja nicht vorstellen, weil ich es selber nicht mache, aber ich bewundere das immer, wenn Künstler so ihr Innenleben preisgeben, quasi der ganzen Öffentlichkeit darlegen, wie zerrissen und wie kaputt sie teilweise auch sind. Findet ihr, dass das von den Fans genug wertgeschätzt wird, was ihr eigentlich da alles reinsteckt? Ich glaube, es wird immer mehr. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich da immer mehr Preis gebe und so. Und ich merke, dass das auch der beste Weg ist, dass man irgendwie gar nicht, man muss gar nicht den Harten spielen oder so zum Beispiel. Ne? Ich finde es geil, wenn man emotional ist und ich bin ein sehr emotionaler Mensch, wenn man einfach echte emotionale Musik macht. Ich finde, sowas gibt es nicht oft und auch nicht in Deutschland. Wann hast du das für dich gemerkt, dass das der bessere Weg ist? Nicht der bessere, beides macht alles macht dein Musik Weg ist, machen macht Spaß. Ist? Indem es einfach rausgekommen ist, indem man einfach ein Beat gehört hat und dann ist das rausgekommen, weil das auch das ist, was man in dem Moment halt sagen wollte. Ich zwinge mich zu gar nichts. Wie ist es bei dir? Ich habe auch diepe Tracks und ich habe auch Tracks, bei denen ich Dinge verarbeite. Viele kommen nicht raus, weil es einfach nichts ist, was ich über mich preisgeben möchte unbedingt. Aber es gibt auch einige, die tiefgreifender sind. Und klar appreciaten Fans das, weil sie halt mehr von einem oder über den Künstler lernen, den sie da hören überhaupt. Es ist auch mehr geworden über die Zeit, aber es ist nichts, wo ich mein Hauptaugenmerk je so doll drauflegen wollte, für die Öffentlichkeit zumindest. Jetzt positiver Nebeneffekt, wenn man so erfolgreich ist, kommt natürlich auch eine Menge Geld rein. Ihr seid beide Fans von Uhren, du trägst auch Grills. Wie wichtig sind euch so materielle Dinge? Also braucht ihr sie oder tut ihr es einfach nur, weil ihr es könnt? Warum machst du es? Das sind für mich Achievements. Wenn ich mir die Uhr kaufe, das ist für mich, das wollte ich schon immer tun. So, das ist für mich, als ich angefangen habe, habe ich schon von APs und Paddocks gerappt. Weil das haben meine Vorbilder in mich eingebrannt. Und das war immer das Ziel, dass wenn ich dieses Geld irgendwann habe, dass ich mir diese Achievements kaufen will. Dass ich will das verkörpern, was ich bin oder was meine Musik ausstrahlt. Und heutzutage gehört das halt auch irgendwo dazu. So. Und deswegen bereue ich da keinen Kauf oder irgendwelche Sachen, die ich mache. Bei Uhren hat man wenigstens auch noch das Glück, dass die sich wenigstens halbwegs halten. Und für das Geld, was wir da teilweise ausgeben, selbst wenn die ein paar Tauis verlieren, man hat jetzt wenigstens keine... Was gebt ihr denn da aus? 30, 40, 50.000 komplett verbrannt, so. Aber klar, man macht es für sich selbst, so ist meine Meinung. Ja. Stört euch das irgendwie? Weil Rapper ja dafür immer so ein bisschen nicht belächelt, aber immer so, oh, die müssen wieder rumprotzen, warum brauchen die das denn? Haben die so ein scheißegal, wer will uns denn belächeln? Das ist mir egal, also, sollen die sagen über mich, was sie wollen. So. Also, ich glaube, wenn man in der Position ist, je mehr man sich an diesen Luxus und Geld gewöhnt, ich glaube, irgendwann verändern sich selbst Leute, die jetzt sagen würden, oh, ich würde niemals so viel Geld für diese Klamotten oder die Uhr ausgeben oder das, was auch immer dieser Spaß da macht, so, oder wie auch immer so Leute in einen sehen. Ich glaube, wirft die in meine Position und die denken anders. So. Aber das ist für viele halt einfach nicht nachvollziehbar unbedingt. Aber es ist einfach, wenn du siehst, was du geschafft hast, ich mache das seit 4 Jahren, ich baller seit 3 Jahren Musik ohne Ende raus, so ist für mich einfach ein Achievement, das ich dann umsetzen möchte in die Tat. Ja, das, was er sagt. Ich mache das ja auch eigentlich alles so insgesamt. Wenn wir YouTube mit einbeziehen wollen, mache ich das so seit 8 Jahren. Und das ist einfach wirklich, wie er schon sagt, Prestige dann auch. So einfach so zur Selbstvergewisserung, so ein nächster Meilenstein erreicht. Nicht die Uhr hat, wie bitte? Jeder, der lächelt, der uns belächelt und nicht diese Uhr hat oder sich das nicht leisten kann, den nehme ich auch generell gar nicht ernst. Nicht. Ich brauche das nicht, um mich krass zu fühlen, aber ich will es einfach haben in meinem Leben. So als Bestätigung für das, was ich erreicht habe. Wir hatten ja eben schon mal kurz über deinen Deal gesprochen und du meintest, es ist auf jeden Fall erstmal eine gute Hausnummer so und in Zukunft kann man noch mal schauen. Findet ihr dann generell, dass Hip-Hop ist ja groß geworden, ist Mainstream, ist die Nummer 1 Musik, die es gibt zurzeit. Ist die Wertschätzung da in der Industrie oder glaubt ihr, das ist einfach nur, weil es gerade läuft? Von vielen Oldheads vielleicht nicht.
Ich glaube, das, was wir machen, ist halt auch teilweise, oder was ich mache auf jeden Fall, ist halt teilweise so neu und ungreifbar für Leute, die schon länger in der Industrie sind und vielleicht für was ganz anderes stehen, dass sie einfach... In Deutschland ist es sowieso sehr neidgesellschaftsmäßig. Viele Rapper gönnen nicht oder wollen kein Augenmerk auf ein Leben, wollen einen nicht wollen einen nicht unterstützen. Was in Amerika auch eine ganz andere Kultur ist, wenn ich da an die großen Rapper denke. Die featuren jeden, wenn ich featured einen Legarded und Legarded hat vielleicht, keine Ahnung, so viel Aufrufe wie wir oder so, weißt du, was ich meine? Das ist ein ganz anderes Denken. Also es ist eher innerhalb der Künstler, dass ihr euch nicht ernst genommen fühlt von einer älteren Riege? Ja, ich glaube einfach, aber ich kann auch nicht für die sprechen. Ich glaube, in Deutschland ist es mehr so, Leute arbeiten mit dir, sobald du ein bestimmtes Level erreicht hast und sie nicht mehr drum rumkommen. So ist mein Empfinden. Aber es ist mir auch egal, so, weil irgendwann werden sie nicht. Ist es dir wirklich egal? Ja, es fuckt mich schon ab. Diese Mentalität fuckt mich ab. Ja. Aber gut, wenn du kein Feature mit mir machen willst oder wenn du meine Musik nicht feierst, dann scheiß drauf. So. Dann ist es mir egal. So ist mir jetzt, wenn ein Sido, ich habe zum Beispiel so eine Geschichte mit Sido, so jetzt nur als Beispiel, ich will da gar kein Hauptaugenmerk oder so drauflegen, aber es ist einfach so. Dann ist es mir egal, klar, so, ich habe deine Musik gepumpt, da war ich in der 5. Klasse, aber was war denn da? Ich brauch das nicht. Gab es da eine Situation, eine konkrete, oder müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber... Ich habe ein Bild gepostet mit ihm zusammen, vor kurzem haben wir das gemacht. Das war aber noch danach, er hat schon mal in einem Livestream irgendwas gesagt, aber scheiß mal auch auf das. Ach, was, echt? Okay, krass. Ja, ich will, was ich aber denke, also ich glaube gar nicht, dass du unbedingt hatest von jetzt zum Beispiel so ein Sido oder so. Ich glaube, wäre der heute in unserer Position, ich meine, guck mal, wie der sich früher angezogen hat, was der alles gemacht hat für Aufmerksamkeit und wie der versucht hat, so quasi Amerika-Hip-Hop nach Deutschland zu bringen, ist das eigentlich im Endeffekt irgendwo schon er und irgendwie auch ich, so was wir heutzutage machen. Ich glaube, wenn wir an einem Tisch sitzen, werden wir uns alle gut verstehen. Dann würde ich sagen, drehen wir uns noch mal zur Leinwand, gucken noch mal einen Film. Du, hier vorne. Was ist dein Handwerk? Ich bin Töpfer, Herr. Und du, Arcadia? Was ist dein Handwerk? Herr, ich bin Bildhauer. Ah, Bildhauer. Und du? Ich bin Schmied, Herr. Spartiaten! Was ist euer Handwerk? Nun, alter Freund, ich habe mehr Soldaten hier als du. Ihr kennt die, oder? Klar. Nö. Nee? Nee. 300? Also ich glaube, das ist dieses Xerxes Armee 300, oder? Genau. Ja, aber kein Plan. Hab nicht geguckt. Okay. Frage ist ja relativ obvious gewesen. Was ist euer Handwerk? Euer Handwerk ist Musik, euer Handwerk ist Rap. Was muss denn ein guter Rapper beherrschen? Muss er zum Beispiel seine Texte selber schreiben? Also bei mir ist das auf jeden Fall so, ich habe mir hier und da auf jeden Fall schon helfen lassen. Ich finde das auch gar nicht schlimm, weil solange ich den Ton angebe im Studio, dann wird das auch mein Song. Und man sieht es auch, wenn man rüber guckt, zum Beispiel so ein Drake oder so, dann muss man nur bei Sicko Mode gucken. Da haben 10 Leute mitgeschrieben oder so. Und ich finde, wenn das 10 Leute sind, die Skill haben, wird es am Ende ein besseres Produkt. Und sind das dann Freunde von dir, die das auch machen? Oder irgendwie schon mal, wo findet man diese Leute? Ja klar, befreundete Rapper und so zum Beispiel, ja. Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Also sitzt man dann zu 10 über ein Blatt Papier? Oder also zu 10 sowas habe ich noch nicht gehabt, ich bin noch nicht Drake. Aber nee, weiß nicht, dann läuft der Beat und alle machen sich so ein bisschen ihre Gedanken. Der eine hat vielleicht einen guten Flow oder so. Oder weiß ich nicht, der andere hat vielleicht einen guten Flow zum Beispiel oder so. Und dann überlegt man sich Worte, dann überlegt man sich, in welche Richtung das geht und so. Eine gute alte Gruppenarbeit in der Schule. Ja, genau. Eigentlich schon, ja. Aber du bist der Lehrer, der am Ende entscheidet, was richtig ist und was falsch. Nee, ich bin nicht der Lehrer, ich bin der Staff. Ja, ich führe einfach die Gruppe an, sozusagen, ja. Wie ist es bei dir? Schreibst du selber? Ich schreibe meine Texte selber, ja. Aber bei mir war von Anfang an auch Rap das Handwerk. Aber ich weiß auch, dass in der Industrie üblich ist, dass da Ghostwriter oder Leute halt die Flows angeben oder vielleicht mit Melodievorschlägen kommen und so ganz viel gearbeitet wird. Aber ich mache halt all meine Musik, ich nehme auch nicht in irgendwelchen großen Studios aus. Ich nehme das zu Hause auf. Ich bin mein eigener Engineer, ich mische all meine Sachen selber, ich schreibe all meine Texte komplett selber. Aber es war halt schon immer so, ich habe da halt schon lange Übung drin im Prinzip. So, und was halt ein Rapper ausmacht, keine Ahnung, das muss Aber verteufelst du das? Nö, ich verteufel das nicht, weil ich weiß, dass es auch in der Musikbranche gang und gäbe ist. Ich verteufel das nicht.
Ich kenne auch Leute, die halt für andere schreiben und das ist deren Brot so. Habe ich nichts gegen so. Ich mach's halt nur selber nicht, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie das hate oder so. Ja, weil es gibt viele Leute, die dann so mit einem kritischen Auge drauf gucken. Aber die Leute sollen sich eigentlich mal locker machen, finde ich so. Digga, 2020, Rap ist Pop geworden so. Das ist ganz normales Geschäft eigentlich. Und am Ende ist die Musik besser, finde ich persönlich. Du sagst gerade, du machst die ganzen Aufnahmen, Engineering und alles machst du selber. War das eine bewusste Entscheidung, dass du dich unabhängig machen willst von anderen Menschen, dass du dein eigenes Ding machen willst? Oder war das einfach Interesse und das hat sich so ergeben? Also früher habe ich mir Video-Editing beigebracht. Das heißt, ich habe auch früher meine ganzen Videos selber geschnitten. Bin mit einem Homie mit einer Steadicam um die Ecke gegangen, habe Videos aufgenommen vor 3 Jahren. Habe das alles selber geschnitten, pro Monat rausgehauen. Das war einfach eine natürliche Entwicklung, keine Ahnung. Ich wusste, ich habe keinen, der das für mich macht. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe zu Hause in meiner 340 € Trap Kitchen gewohnt und habe einfach alles selber mir beigebracht, weil ich keine andere Wahl hatte und keine Connections hatte in die Industrie oder irgendwie sowas. Ich war ein No-Name und keine Ahnung, ich habe einfach mir das FL Studio gecrackt. Mittlerweile habe ich es legal. Aber sonst ja. Ich habe mir das dann halt beigebracht. Ich habe meine Stimme immer mehr kennengelernt, wusste, wo ich welche Tools anwenden muss, um die so klingen zu lassen, wie ich das will. Das kam alles über die Zeit, aber ja, ich habe es mir selber beigebracht. Aber nicht, weil ich dachte, oh fuck, ich habe keinen, sondern ich hatte halt keinen, also habe ich es halt selber gemacht. Wenn ihr euch heute alte Sachen anhört, Sachen aus eurer ersten Zeit, wie geht es euch dann? Ihr habt euch ja wahrscheinlich in den letzten Jahren krass weiterentwickelt. Feier ich. Feierst du immer noch? Ja, ich habe das Gleiche gesagt und getan, was also vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren, wie ich es jetzt auch mache. Klar, vor 4 oder 5 Jahren war ich noch viel jünger und habe vielleicht ein paar Sachen gerappt, die ich heutzutage einfach nicht mehr rappen würde. Mein Skill ist besser geworden und alles, aber diesen Lifestyle, den lebe ich auch schon, habe ich auch schon vor 5 Jahren mehr oder weniger so gelebt. Es hat sich halt nur mit der Zeit ausgebaut und man ist erfahrener geworden. Ja. Wo würdest du sagen, hast du dich am meisten weiterentwickelt, jetzt so auf der Skill-Ebene? Was ist das, was dich... Ich bin allgemein viel besser geworden in allem eigentlich. Also ich kann meine Stimme besser einsetzen, ich treffe besser Töne, ich kann besser singen, ich kann besser schreiben, ich finde bessere Reime, ich finde bessere Flows und viel routinierter alles und viel schneller. Ja, das sind auch so Sachen, die dazu... Es kommt irgendwann dazu, wenn du es einfach eine Weile machst, dann irgendwann... bringt man sich auch ein bisschen Singen bei und irgendwann man professionalisiert einfach sein Handwerk, so sein Tun. Ja. Jetzt mal abgesehen von, ob ihr den Rapper mögt oder nicht, ob ihr den Inhalt mögt oder nicht, wer ist so für euch handwerklich das Vorbild in Deutschland? Habt ihr ein Vorbild in der Hinsicht, wo ihr einfach sagt, krass, also wie der seine Stimme einsetzt, wie er seine Reime aufbaut? In Deutschland habe ich niemanden. Nee, weil du die nicht kennst oder weil du es einfach nicht feierst hier? Nee, weil ich es einfach nicht feiere. Also oder was heißt, weil ich es nicht feiere? Ich respektiere sehr ein UFO 361, was er für die Musikrichtung, die ich mache, auch getan hat. Und, aber jetzt da habe ich andere Leute, die mich da beeinflussen. Was Flows angeht, ich kenne in Deutschland nicht so viele Leute, die diese Flows benutzen, die ein Young Thug oder sowas benutzen oder ein Gunna oder ein Lil Baby. Das sind für mich zurzeit Leute, die für mich so unfassbar krass flowen, die freestylen das einfach, nuscheln vielleicht vor sich hin. So nehme ich halt auch viel auf. Ich nuschel erstmal rein, höre mir den Beat das erste Mal an, drück direkt Recording, nuschel irgendwas und daraus entwickle ich den Flow, weil ich einfach nur von meiner ersten Emotion geleitet werde, die ich auf dem Beat verspüre und dann dichte ich dazu die Texte und die Silben und all sowas. Und in Deutschland ist das ja halt schon immer sehr silbenlastig und technisch gewesen, was es in den USA schon lange nicht mehr ist. Und deswegen Young Thug oder so, das sind meine Inspirationen aus den USA. Genau. Ist dein Recording-Prozess ähnlich wie bei ihm oder? Mit Reinnuscheln und so weiter? Ja. Ja, auf jeden Fall, klar. Aber ich freestyle nicht so wie er. Also, wie machst du es? So wie Thugger und... Du schreibst es dann schon vorher auf oder wie läuft es bei dir? Teils, teils. Manchmal, wenn man so beim Nuscheln rutscht einem sogar ein Wort raus, dass man so denkt, ja okay, krass, das nimmt man jetzt oder so. Manchmal, weiß ich nicht, Alter, manchmal schreibt man auch einfach nur auf die Melodie und dann hat man dann das. Also ich gehe da verschieden ran. Ich habe da jetzt nicht ein Rezept. Und nochmal zu der Frage, hast du in Deutschland handwerklich irgendwelche Vorbilder oder ist es bei dir auch eher im Ausland? Nee, also in Deutschland nicht, nee. Und wer ist es im Ausland bei dir?
Im Ausland, ich höre zurzeit viel Lil TJ und Polo G und so. Auch krass. Die feiere ich krass. Gunna habe ich auch eine ganz lange Zeit viel gehört und Lil Baby. Aber ich kann auch nicht sagen, dass das jetzt meine Vorbilder sind, so wie ich Musik mache und meinen Sound mache oder so. Klar denkt man sich so manchmal so, ey, so ein bisschen in die Richtung gehen macht schon Spaß und so, aber ich versuche eigentlich eher so Musik zu machen, wie ich Musik machen möchte. Ihr habt ja beide gesagt, ihr habt euch krass weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ihr seid eigentlich in allen Bereichen besser geworden. Wie viel kann man sich denn erarbeiten, eurer Meinung nach? Und wie viel muss einfach Talent sein? Also wie viel ist einfach da und wie groß muss die Basis sein? Aus meiner Sicht, Erfolg ist ein Faktor aus Glück, aus Talent und aus Arbeitswillen. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man sich ein Team zusammenstellt aus Leuten, die alle dieselbe Vision haben. So war es bei mir. Es funktioniert immer besser, wenn man Leute in ihren eigenen Aufgabenbereichen haben, in denen man halt selber nicht so gut ist. Und ich glaube, wenn das Talent stimmt und der Hustle stimmt und du wirklich kontinuierlich dran bleibst, dann kann es nur klappen. So ist meine Erfahrung bisher, weil so habe ich das immer angegangen. Kann ich auch sagen. Also die Leute, die es nicht schaffen, die wollten es auch nicht. Ja. Würdet ihr denn zustimmen? Also ich habe es bei dir eben schon so ein bisschen rausgehört, Deutschland immer so mega silbenlastig und Doppelreim und keine Ahnung was, so dass das Handwerk in Deutschland heutzutage im Rap nicht mehr ganz so wichtig ist und die Art, wie ihr es macht, immer akzeptierter wird? Oder? Was heißt das Handwerk nicht? Das, was sie machen, ist auch Handwerk und das ist halt anderes genau. Handwerk. Genau. Das ist wieder dieses, die Älteren und Jüngeren. Ja, weiß nicht, Zeit ist halt irgendwo auch vorbei, ne? Alles entwickelt sich weiter und man muss halt mit der Zeit gehen, ganz einfach. Deutsche Rapper haben auch ihr Handwerk, das ist halt ein anderes Handwerk, als ich benutze oder was ich verfolge. Aber klar, jeder hat sein Handwerk, jeder muss irgendwas tun. Inhaltlich haben ja beide von euch Drogen auf jeden Fall schon mal thematisiert, der eine mehr, der andere weniger. Ist das einfach der Lifestyle oder warum dieses Augenmerk auf dieses Thema? Also warum kommt das so verstärkt vor? Was ich ja mache, ist viel, meine Texte sind viel Ami-Texte auf Deutsch gebracht. Man muss sich halt mit der Zeit bis in den deutschen Markt anpassen, um in Deutschland erfolgreich zu sein. Und da ist es halt nicht gut, wenn du die ganze Zeit nur über Drogen und Sex und Geld redest, weil der deutsche Markt verlangt einfach oder schreit auch einfach nach anderen Themen oder tieferen Themen. Aber das war schon, das ist nichts, worüber ich aktiv nachgedacht habe. Es ist einfach eine Widerspiegelung von meinem Lifestyle. Ich bin auch nicht mehr so auf Drogen, wie ich das vor einem oder erst recht nicht vor 2 Jahren war. Und ich komme auch immer mehr davon weg und das spiegelt sich, glaube ich, auch in meinen Texten wieder. Aber es ist immer noch was in meinem Leben ist und was auch, glaube ich, noch für einige Zeit nicht aus meinem Leben verschwinden wird. Täuscht der Eindruck oder ist es bei dir schon deutlich weniger geworden? Nee, der Eindruck täuscht gar nicht. Das ist auf jeden Fall viel weniger geworden, aufgrund der ganzen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe und so. Mir ging es dann gar nicht gut, so psychisch und so. Und dann habe ich auch einfach auch alles sein gelassen. Was hast du genommen, wenn ich fragen darf? Guck mal, ich habe immer eine Mischung genommen aus, dass ich sowieso meine ADHS-Tabletten nehme. Mhm. Die nehme ich schon mein Leben lang. Dann habe ich noch starke Schlafmedikamente genommen. Zopiclon heißen die. Dann habe ich viel getrunken und viel geraucht. Und das allein sind da schon 4 Sachen, die, wenn dann auch noch das Leben so an einem vorbeirauscht mit so viel Geld, so, da kann es halt irgendwie nur Knacks im Kopf machen. Und das ist halt passiert ein paar Mal. Und für mich war das so ein bisschen Weckruf und deswegen habe ich es dann auch einfach sein gelassen. Kannst du den Moment beschreiben, wo du für dich realisiert hast, ey, fuck, so geht das nicht weiter, ich muss definitiv jetzt was ändern? Ja, da habe ich irgend so ein Cookie gegessen oder so, oder 2 oder so, das war einfach zu viel. Und mein Kopf war sowieso so voll von dem ganzen Stress, der, wie gesagt, letztes Jahr war. Und ich schwöre, dann habe ich einfach so Todesherzrasen bekommen, war schweißüberströmt und habe mich auf den Boden in meiner Küche gelegt und so. Und habe die ganze Zeit gesagt, nein, ich will hier nicht weg, ich will hier nicht weg. Ich weiß auch nicht warum. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich da gedacht habe. Ich habe auch ein bisschen Blackout seitdem. Was war das für ein Stress, den du da hattest? Du meintest gerade, du warst in so einer stressigen Situation oder sowas, wie passiert? Also die normalen Struggles sind unwichtig. Okay. Ich habe ja gesagt, Menschen kommen und Menschen gehen und das hat sich da schon alles so angebahnt und so weiter. Und wo war ich gerade? Ich lag auf dem Küchenboden und dann, als ich so
also als ich wieder wach wurde und so, hatte ich danach immer so Hirngespinste und so und alles immer nur so Gedanken, die sich unter andere gemischt haben und wo ich schon so gedacht habe, ey Digga, wäre ich verrückt und so, und das ist auch schon öfter passiert. Und dann ging es mir richtig scheiße danach und dann habe ich einfach so gedacht, okay Digga, ey, ich lass alles sein, alles. Ich habe auch eine Zeit lang dann meine ADHS-Tabletten noch nicht mehr genommen, also Medikinet heißt die. Mittlerweile nehme ich sie wieder, aber ohne komme ich einfach nicht so gut durchs Leben. So ADHS ist echt schon schlimme Scheiße. Ja, deswegen, ich bin da voll weg von so. Ist das was, also ist eine krasse Erfahrung, die du gemacht hast? Ist das was du jetzt deinen Hörern auch mitgibst und mitgeben willst? Ich brauche niemandem da was mitgeben. Da soll jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Ich kann nur sagen, für viele Menschen kann es auf jeden Fall das Ende sein, so, wenn man sich darauf einlässt, ne, auf die ganzen Sachen. Manche Menschen kommen auch damit klar, manche schaffen den Ausstieg. Allein, dass er schon sagt, er hat es auch für sich schon reguliert und so, er merkt auch wahrscheinlich mehr Verantwortung. Wir haben auch mal kurz darüber geredet. Ja, ich hatte auch schon einschlägige Erlebnisse, genau. was das angeht. Was war bei dir? Ich hatte auf Tramadol und Schlafentzug und da kamen mehrere Komponenten zusammen, wirklich einen Krampfanfall. Also das heißt, ich habe im Bett gelegen und 2 Köpfe geraucht und hatte dann wirklich Ausschläge, die so waren. Also wirklich an meinem ganzen Körper. Es hat mich von den Füßen gerissen. Das war für 10 Minuten. Ich weiß auch bis heute nicht, ob das irgendwie was Ernsteres war als einfach nur ein Krampfanfall, weil... Hast du nicht mega Schiss bekommen in der Situation? Ja, ich hatte Todesangst. Ich dachte, ich sterbe. Und seitdem kann ich auch nicht mehr wirklich richtig viel kiffen. Ich kann mir nicht wie früher. Ich war 4 Jahre lang extremer Kiffer, habe von morgens bis abends gekifft. Und das kann ich nicht mehr machen, weil wenn ich mir jetzt einen Joint von Anfang bis Ende reinrauche, dann kriege ich Paranoia, dass mir wieder sowas passieren könnte. Und allein das reicht schon. Genau, und das allein reicht schon. Und dann habe ich auch über 1,5 Jahre weiter gekifft und jedes Mal, wenn ich gekifft habe, habe ich gemerkt, dass mein Zustand verschlechtert sich, sobald ich das tue. Das war halt schon grenzwertig und es gab auch noch mal mit 2CB, das ist so eine andere Droge, das war mein psychisch belastendster Trip, den ich je hatte. Das ist wie LSD in Kurzform. Da war halt über 5 Stunden lang das Gefühl, nicht mehr in der Realität zu sein und nicht zu wissen, wann man zurückkommt. Und dann hat es noch wirklich 4 Tage lang nachgezögert, dass man immer noch nicht voll wieder angekommen ist. Und man einfach nur Angst hatte, dass es nicht mehr normal wird. Und das war dann wirklich 5 Tage aushalten und wirklich wo sich die Psyche unter Beweis stellt, wie stark sie ist. Und wäre meine Psyche nicht stark gewesen in den Momenten oder wären mir auch einige, ja, wie nennt man das, wenn man unter Dingen wie LSD steht, einfach Momente, in denen man tief in sich reingeht, Mindtrips hat. Hätten mir da mein inneres Ich nicht gesagt, du schaffst das, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich seitdem eine Psychose gehabt hätte, die mein Leben verändert hätte. Und ja, solche Sachen sind einfach auch bei mir schon passiert. Wenn ihr heute nochmal die Entscheidung treffen könntet, würdet ihr zu Drogen greifen? Also sagt ihr, die erste Zeit, wo es cool war, wo es Party war, war das, was danach kam, auf jeden Fall wert? Oder würdet ihr sagen, ich würde die Finger davon lassen von Anfang an? Ich würde die Finger von Anfang an davon lassen, aber wie gesagt, es kommt halt auch viel auf den Freundeskreis drauf an. Ich glaube, ich kann ein Vorbild sein für viele meiner Freunde und das bin ich auch schon und ich nehme nicht mehr annähernd zu Drogen. Vielleicht mag das immer noch wegen meinen Texten so klingen, aber ich rappe halt in meinen Texten über meine Erfahrungen und da spiegelt das halt auch immer noch das wider, was mir vor 1, 2 Jahren passiert ist. Aber ich würde nicht sagen, dass mein Drogenkonsum noch bei weitem ist mein Drogenkonsum nicht mehr so schlimm, wie er das vor Jahren war. Und das kann ich eigentlich auch sehr selbstbewusst sagen. Und auch wenn mir Leute sagen, ja, er labert, weiß ich ganz genau, was ich nehme und in welchen Dosen ich das nehme und was ich nicht nehme und was ich nie wieder nehmen werde. Und ich bin da schon Herr meiner Sinne so geworden. Wie ist bei dir? Glaubst du, dass es überhaupt Sinn macht, sich diese Frage zu stellen? Oder nee, genau, das glaube ich irgendwie gar nicht, dass es irgendwie Sinn macht, weil es ist halt alles so gekommen, wie es kommen sollte, glaube ich. Ne? Der Weckruf war vielleicht auch nötig, vielleicht hat mir das auch andere Erkenntnisse gebracht in meinem Leben, die mich heute auch weiterbringen. Keine Ahnung. Also ist das so deine Lebenseinstellung, so alles, was passiert, hat irgendwie so seinen Grund? Und ja, irgendwie schon, ja klar. Ich denke schon daran, ja.
so ein bisschen schicksalsmäßig. Klar, man kann sich auch in Situationen bringen, in denen das Glück dann, das ist sowieso das Ding, so wenn man Erfolg haben will, hat er gesagt, da gehört Glück dazu oder so. Man muss sich aber, wenn Leute sagen, du hast nur Glück gehabt, dann denke ich mir aber, nein, ich habe mich in die Situation gebracht, dass ich Glück haben hätte können und du nicht und deswegen habe ich vielleicht Glück gehabt. Und so. In Glück liegt der Faktor, die richtigen Leute vielleicht zur richtigen Zeit kennenzulernen. Leute, die dir helfen können, Leute, die dich nicht ausnehmen wollen oder dir nur einen Vorteil, in ihrem eigenen Vorteil handeln. Aber trotzdem, du kriegst kein Glück, wenn du nicht anfängst zu hustlen. Ganz einfach. So, du musst hustlen, so, du musst das wollen, du musst in meiner Meinung nach, du kannst es nur schaffen, wenn du dein Leben dafür aufgibst. Ich habe meine ganze Zukunft aufs Spiel gesetzt. Hätte es nicht geklappt, weiß ich nicht, was jetzt aus mir geworden wäre. Same. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber das war, ich glaube, dafür musste auch einfach ein bestimmter Typ Mensch sein, der einfach bereit ist, dieses Opfer zu bringen. Und das ist, glaube ich, wie auch in allen Businesses, du musst halt bereit sein, diese Risiken einzugehen, weil wenn du die Risiken nicht eingehst, dann kannst du auch nicht wissen, ob es überhaupt was geworden wäre. Habt ihr denn die Erfahrung schon mal gemacht, weil du eben meintest, man muss halt aufpassen, dass man nicht ausgenommen wird? Gab es das mal bei dir? Nee, nicht direkt ausgenommen, aber du musst halt einfach aufpassen, dass du keine Fake-Leute in deinen Circle lässt. Ich bin, glaube ich habe das Glück, dass ich sehr gut darin bin, Menschen zu lesen oder zu erkennen, was Intentionen von Menschen sind. Und ich bin einfach dankbar für die Leute, die ich kennengelernt habe und die mit mir in Checkmate und allem arbeiten und das alles so gut geklappt hat bisher, wie es geklappt hat. Aber ja, man muss halt einfach aufpassen, das habe ich einfach gemerkt. Weil du weißt nicht, was die Intentionen von Leuten sind. Aber jetzt wirklich jemanden, der mich ficken wollte oder der sich in mein Leben geschlichen hat, das erkenne ich. Also das habe ich zumindest bisher in meinem Leben erkannt und ich habe bisher auch noch keine Anzeichen bekommen, dass es bei bestimmten Leuten vielleicht nicht so wäre. Wird man da auch so ein bisschen paranoid vielleicht, je erfolgreicher man ist, dass man eigentlich hinter jedem neuen Menschen, der dazukommt, irgendwie gleich das Böse vermutet? So, wo kommt der jetzt auf einmal her? Ich weiß auch mal gar nicht, wie ich mich verhalten soll. So. Zeige ich jetzt viel von mir? Oder wird das dann nachher gegen mich verwendet? Mache ich cool, mache ich die? Ich weiß ja, wie immer ist das? gar nicht. Legt man sich dann so eine Schutzhülle zu, so eine zweite Persönlichkeit? Ja, so ein bisschen, ja, schon. Ja, klar. Aber die fällt bei mir schnell so eigentlich. Aber trotzdem, ich hab die klar. Man lässt die Leute nicht an sich ran so schnell. Wenn ich neue Leute kennenlerne, ich sehe schnell, ob die bei jeder Gelegenheit mit mir chillen wollen und dann, wie sie sich verhalten und so. Ich bin einfach, glaube ich, ganz gut darin, das zu erkennen. Zumindest bisher gewesen. Ja, ich glaube ich auch. Also Bauchgefühl. Leute, bei denen ich das erkenne, die ghost ich einfach. Ja, genau. Selbst wenn man mal in eine Situation kommt und dann neben jemandem steht, wo man denkt, so, nee, dann bin ich auch der Erste, der da ganz schnell weg ist. Dann würde ich sagen, einen letzten Film schaffen wir noch, oder? Klar. Easy. Habe ich gestern geguckt. Echt? Gerade gestern? Ja. Wie heißt der? Gladiator. Dein Ruhm ist wohl verdient, Spanier. Ein Gladiator wie dich hat es nie gegeben. Du bist der wiederauferstandene Hektor, meint dieser junge Mann. Oder war es Herkules? Aber warum zeigt sich der Held nicht und verrät uns seinen richtigen Namen? Du hast doch einen Namen. Mein Name ist Gladiator. Wie kannst du es wagen, mir deinen Rücken zuzukehren? Sklave! Du wirst deinen Helm abnehmen und mir deinen Namen sagen. Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legionen, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius, Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau. Und ich werde mich dafür rächen. In diesem Leben oder im nächsten. Du hast ihn gestern gesehen, ne? Ja. Erzähl mal, findest du den Film? Ich finde den krass. Ich habe den das letzte Mal, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so gesehen. In meiner Kindheit, da hatte ich nur noch Bruchstücke davon über. Aber dann habe ich gestern einfach durchgescrollt und dachte mir so, ich habe Bock irgendwie, keine Ahnung, auf so einen Oldschool-Film. Dann bin ich über den gestolpert und mir reingezogen. Kennst du den auch, ja, ne? Noch nie gesehen? Nee. Gladiator? Nee, die Zeit von Netflix ist ja erst heutzutage und früher war so nicht so. Ich hatte ja niemanden, der was mit mir guckt. Also das Thema, worum es da geht, haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen. Ne? Der Typ trägt halt die ganze Zeit die Maske da. Die Maske sich. fällt. Bitte? Die Maske fällt. Die Maske, genau. Habt ihr manchmal das Bedürfnis, euch hinter so einer Maske zu verstecken? Weil es gibt ja auch einige Rapper, bei denen weiß man nicht, wie sie aussehen oder wusste man lange nicht, wie sie aussehen, weil sie sich hinter einer Maske versteckt haben.
denkt ihr euch manchmal, vielleicht wäre es ganz cool gewesen, das so zu machen? Dann könnte ich heute noch rausgehen. Ich finde und das voll albern, ich schwöre. Ja, ich feiere das gar nicht. Warum? Digga, was ist das? So, was soll der Scheiß? Keine Ahnung. Ich kann gar nicht mit dem connecten dann. So. Wie war das damals mit Sido zum Beispiel? Weil du meinst, dann hast du gehört? Ja, aber das war noch so, da war da so der Erste und so. Und der hat das dann ja auch schnell sein gelassen und fand ich dann auch cooler. Okay. Wie war es bei dir? Oder wie ist es bei dir? Hast du manchmal so das Bedürfnis, dich zu verhüllen? Ganz früher, 2015, als ich angefangen habe und auch noch, da war ich glaube mein letztes Jahr in der schulischen Ausbildung, da hatte ich so eine Maske, weil ich war auch noch nicht gut, ich habe rumexperimentiert. Das verstehe ich. Aber danach, ich habe das auch diese Videos sind auch nicht mehr online. Ich habe mit den Videos, mit denen ich wirklich meine Karriere begonnen habe, Anfang 2017, war direkt ohne Maske, weil, keine Ahnung, das ist so ein Ding, das irgendwie kenne ich nur aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch noch so der Fall ist. Aber es ist einfach, es ist egal. So, ich gebe jetzt mein Leben auf die Linie so und dann zeige ich auch mein Gesicht so. Und das ist auch das, wofür ich bekannt sein will. Und das ist mir jetzt auch, ich habe da auch nichts gegen, wenn Leute mich in der Öffentlichkeit erkennen oder Fotos mit mir machen. Und auch Hater werden immer mitkommen so. Und ich nehme das einfach in Kauf. So, ich hatte nie den Drang, eine Maske zu tragen, wirklich über meine Karriere hinweg. Ich finde es als Artist auch einfach nicht schlau. Warum? Ja, du nimmst dir voll die Möglichkeiten weg, so deine Mimik zu zeigen. Die Leute können gar nicht mit dir connecten. So. Und ich finde es einfach aus einem Marketing-Aspekt schon einfach eine hohle Idee. Also ich fühle das einfach nicht, weil so, keine Ahnung, irgendwie jedes Gesicht hat doch irgendwie Ausdrücke und die Musik ist Ausdruck. Und warum nimmst du dir das Gesicht weg? Was soll das? Jetzt haben wir eben schon mal drüber gesprochen, teilt ihr ja auch sehr viel von dem, was ihr erlebt in eurer Musik. Gibt es da Dinge, wo ihr heute sagt, oh, das würde ich am liebsten wieder zurücknehmen und würde... Ne. Ich habe vielleicht einmal eine Line gedroppt, wo ich sage, mein Vater ist ein Anwalt und er schützt seinen Sohn. Seitdem sagen voll viele Leute, du Anwaltssohn und so. Ja, hab ich auch mitbekommen. Aber die haben gar keine Ahnung, so was es bedeutet, ein Independent-Anwalt zu sein. Mein Vater war nie reich, mein Vater hat nie Großgeld verdient, mein Vater war nie bei mir. So, mein Vater konnte kaum unterstützen. So. Das ist vielleicht diese eine Line, an die ich mich erinnere, die Leute immer irgendwie vorwerfen, wenn sie die hören oder dann irgendwas in mich reininterpretieren. Fühlst du dich oft missverstanden? Insofern, dass ich glaube, Leute interpretieren in mich oder meine Person irgendwas rein, dass ich versuche, etwas zu sein. Dabei versuche ich es nicht, weil ich es bin. So, und das mag für viele Leute neu sein und der macht das jetzt wegen dem und dem Hype. Aber so, wer sich mit mir auseinandersetzt und auch 4 Jahre in die Vergangenheit zurückgeht, ich habe diesen Scheiß gemacht, bevor das hier cool war, bevor auf einmal hier Leute angefangen haben mit den und den Substanzen oder was. Er kann das auch bezeugen, er kennt mich ja auch schon seit Pendel schwingt oder so. Oder dieses hier, was man mit Geld nicht kaufen kann, das brauche ich auch nicht echt. Geld oder Rubberbands oder so. Das war Rubberbands, hieß das. Ja, was Geld nicht kaufen kann, hieß der Track oder so. Ja, genau. Ich habe das schon immer so gelebt. So. Was die Leute in mich reininterpretieren, sei denen überlassen. So. Ich weiß, was ich bin oder was ich war und ich weiß auch, wo ich herkomme und ich weiß auch, dass ich nicht aus einem guten Elternhaus komme, so wie einige andere Rapper heutzutage, die vielleicht so tun, als wären sie irgendwie krasse Trapper und bla bla bla. Aber das ist jetzt auch alles nichts Aktuelles mehr und auch gar nichts mehr, worüber ich mir den Kopf mache. Gibt es dann irgendwelche Themen, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall privat, das bleibt hier in mir drin und wird nicht geteilt mit der Öffentlichkeit? Nee, ich glaube, ich habe gar nicht sowas. Vielleicht beziehungstechnisches Zeug, großartig. Ich rapp vielleicht hier und da mal über vergangene Liebe oder sowas, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass das Ausnahmefälle sind und dass ich auch immer, wenn ich einen deepen Song schreibe, nie zu deep gehe. Bevor es zu deep wird, katapultiere ich mich selbst wieder raus. Und bei dir, warum ist das so? Hast du nichts mehr zu verlieren oder woher kommt dieses Gefühl? Nee, weil ich ja schon eben gesagt habe, ich bin einfach ein emotionaler Typ und ich will das nicht zurückhalten. So, wenn der Beat angeht und ich meine Emotionen zeigen möchte und sagen möchte, wie es mir geht und wie ich mich fühle und so weiter, dann mache ich da auch keinen Stopp. Und ja, so bin ich halt. Gibt es da manchmal Leute, die dich zurückhalten wollen, weil die es vielleicht nicht so ganz
nachvollziehen können? Oder hast du die richtigen Leute, die dich immer bestärken darin, alles preiszugeben? Weder noch. Also ich mache einfach. Niemand hält mich zurück. Und ich werde auch nicht bestärkt jetzt unbedingt. Wir hatten ja eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Du meintest, Musik ist für dich auch so eine Art Selbsttherapie, um einfach Dinge zu verarbeiten. Ist es bei dir auch so, dass du... Schon, auf jeden Fall. Ich halte nur viele dieser wirklich tiefen Dinge einfach privat. Die sind auf meinem Rechner. Genau, aber trotzdem Tracks drüber. Ja. Aber ich verarbeite trotzdem Dinge in meiner Musik. Sollen die irgendwann noch mal erscheinen oder ist das einfach wirklich nur für dich? Ich habe zum Beispiel auf Blaues Blut 2, meinem letzten Tape, habe ich einen Song, den habe ich 2018 gemacht, den habe ich seitdem zurückgehalten. Gleich heißt er. Es gibt noch einige andere Tracks, die ich privat halte, aber ich zeige auch immer mehr von mir selbst. Also so ist nicht. Meine Texte, man entwickelt sich auch weiter als Musiker. Selbst wenn ich vor 2 Jahren noch dieser stumpfe Trap-Typ war, der nur das eine gemacht hat, so ist es jetzt auch nicht mehr. Ich habe auch an meiner Musik gefeilt und ich glaube, man merkt auch eine Steigerung und man merkt auch, dass ich bereiter bin, tiefer zu gehen in meiner Musik oder mehr über mich preiszugeben. Und ich denke, das wird sich vor allem in den nächsten paar Tracks, die kommen, zeigen. Seid ihr beide noch nicht so ewig lange im Musikbusiness dabei? Wenn ihr in die Zukunft blickt, sagen wir 10 Jahre von jetzt an, wie sollen die Menschen, wenn ihr dann eines Tages sagt, fini, das war's, auf eure Karrieren zurückblicken? Was wollt ihr hinterlassen? Was soll eure Kunst hinterlassen? Legendenstatus. Nicht mehr, nicht weniger? Das sagt doch eigentlich schon alles. Also die sollen natürlich an die schöne Zeit zurückdenken und die Songs weiterhören und sie noch ihren Kindern zeigen. Ja. Also für dich ist es nicht wichtig, jetzt Trends zu verfolgen und kurzlebige, jetzt den Zeitgeist entsprechende Musik zu machen, die jetzt den schnellen Erfolg verspricht, sondern du willst auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen. Es ist ja eine Mischung aus allen. Ne? Wenn du die Trends verfolgst oder so, aber wenn du dich ein bisschen daran orientierst und trotzdem besser machst als alle anderen, dann bleibt es ja trotzdem Meilenstein. Ich nehme an, du willst nicht weniger als eine Legende werden? Ich will auch groß werden. Ich denke, da wird auch noch viel persönliche Entwicklung stattfinden innerhalb meiner Musik, wenn es sich auf 10 Jahre bezieht, auf jeden Fall. Jetzt gerade möchte ich, dass die Leute einfach sehen, dass alles möglich ist, wenn du einfach anfängst, an deinem Traum zu arbeiten und alles dafür alles aufs Spiel setzt. Und ich denke, wer wirklich reich oder was auch immer sein Ziel ist, es wirklich will und bereit ist dafür, alles aufzugeben, der kann das auch schaffen. So ist, wie ich es erlebt habe. Ich möchte, dass die Leute in 10 Jahren meine Musik hören und einfach Respekt davor haben, vor diesem Typen, der ganz mit Scheuklappen einfach angefangen hat, das zu machen, was er liebt und es nie damit aufgehört hat. Dann bedanke ich mich, dass ihr beide im Basement Café wart. Vielen Dank für eure Offenheit. Das ist nicht selbstverständlich und ich habe da riesen Respekt vor. Deswegen wirklich Dankeschön, bleibt wie ihr seid und viel Erfolg für die Zukunft. Danke, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Es trifft natürlich nicht auf jedes Individuum so zu, aber je dunkler du bist, desto mehr und schlimmere Erfahrungen mit Rassismus machst du. Das kann man eigentlich schon sagen. Und deshalb ist es auch natürlich super wichtig und essentiell, die Stimmen der Leute zu hören, die am meisten betroffen sind. Und nicht nur sozusagen die Leute einzuladen, die das halt sugarcoaten für das Mehrheitspublikum, dem die Wahrheit sonst zu hart ist. So. Du hast mich 7. Klasse auf dem Schulhof getroffen, wie ich seine Texte gerappt habe und behauptet habe, das sind meine. Weil ich wusste, auf der Schule kannte ihn keiner. Der Hustler halt. Du bist jetzt nicht so, okay, ich mache jetzt hier einfach meinen Straßenfilm, weil ich habe ja jetzt hier einen Deal. Sondern dein Plan vorher ist gescheitert. Ich habe mir dann die kritischen Fragen gestellt. Wenn du es für den Fame machst, dann lass sein. Dann werd YouTuber, mach Schminktipps oder sowas, aber fang nicht an zu rappen.